In diesem Video zeige ich euch die Reihenfolge der Arbeitsschritte beim Drehen aus 4 verschiedenen Blickwinkeln. So, starten wir hinein. Natürlich zuerst das Zentrieren und erst wenn der Klumpen vollkommen ruhig läuft, können wir überhaupt überlegen, weiterzumachen. Es folgt das sogenannte Aufbrechen und das Aufziehen. Nun wird der Boden geglättet. Das alles erfolgt noch mit relativ hoher Geschwindigkeit. Jetzt mache ich so eine Art Stellgriff. Ich verjünge unten den Ton an der Basis und jetzt kommt der sogenannte Zangengriff. Ganz wichtig ist die linke Hand, die vom Daumen bis zum Mittelfinger unterstützend den Ton umgreift. Oben kann man nach jedem Zug jetzt ein wenig stabilisieren. Es folgt der sogenannte Knöchelzug. Der Begriff ist vielleicht hier etwas verwirrend, weil ich diesen Zug mit dem Daumen durchführe, aber er heißt nach wie vor so. Das ist der Zug, wo man wirklich sehr an Höhe gewinnt. Man sollte allerdings auch nur maximal 3 Stück davon machen. Normal wäre ich jetzt hier fertig, aber ich werde noch einen zweiten machen. Unten einfach die Finger zusammendrücken und dann den Ton mit nach oben nehmen. Ups, es ist etwas dünn, aber okay, kein Problem, hier geht es nur um die Reihenfolge. Immer wieder Wasser. Jetzt stechen wir mit der Kammschiene unten den überschüssigen Ton weg und es folgt der Kammschienenzug. Hierbei drücken wir einfach mit dem inneren Mittelfinger gegen die Schiene und können so von außen den Ton glätten. Das hat den Vorteil, dass plötzlich die Oberfläche außen viel geringer ist, somit auch weniger Reibung und auch überschüssiges Wasser abgenommen wird, was den Ton stabilisieren wird. Im Prinzip sind wir jetzt fertig. Ich steche unten noch ein bisschen eine Glasurkante und alles, was jetzt zur Formgebung gehört, ist eigentlich dann individuell abhängig vom Gefäß. Wir machen also jetzt mal einen Kammschienenzug mit etwas bauchiger Form. Ja, es ist sehr dünn. Und bitte arbeitet nur mit der Kammschiene, bis ihr es wirklich könnt. Irgendwelche Zauberschienen mit irgendwelchen Formen bringen euch nicht wirklich im Können vorwärts. Nur wer mit der Kammschiene auch Bögen drehen kann, sollte später andere nehmen. Am Ende brechen wir unten die Kante mit dem Schwamm und nehmen das überschüssige Wasser hinaus und sind soweit dann eigentlich fertig. Man schneidet jetzt noch ab. So, den Draht nehmen, schön fest auf die Scheibe drücken und durchziehen. Hände sauber machen und beim Abheben wirklich unten den Druck. Unten ist der Boden, das stabilisiert alles. Wir werden jetzt aber mal durchschneiden, weil es doch sehr dünn war. Jetzt bin ich neugierig.
Ah ja, ich denke, es ist okay. Kann ich mitleben. Es folgt der 5 Uhr Blick. Wenn ich solche Uhrzeiten erwähne, dann müsst ihr euch die Töpferscheibe wie eine Uhr vorstellen. Die 12 ist ganz oben, die 6 euch zugewandt, rechts die 3 Uhr, links die 9 Uhr und jetzt steht quasi die Kamera auf 17 Uhr. Es ist vielleicht für einige Handgriffe interessant, mal aus dieser Richtung zu blicken, wenngleich meine Hände, weil sie an dieser Stelle viel arbeiten, einiges auch verdecken. Aber seht zu, vielleicht könnt ihr die eine oder andere Fingerstellung entdecken und Informationen für euch hier herausnehmen. Es ist zentriert, es folgt das Aufbrechen. Man sieht es nicht, wie ich gesagt habe. Glätten schön von der Mitte nach außen, wenngleich, wenn man es andersrum macht und es gleichmäßig macht, ist es nicht unbedingt falsch. Jetzt ganz wichtig, dieser sogenannte Stellgriff, wo ich mir unten eine Basis schaffe, damit der Zangengriff gut gelingt. Und schaut jetzt mal wirklich auf meinen linken Daumen, Geschwindigkeit etwas verringern. Er drückt quasi den ganzen Ton mit. Ich mache diese ganze Bewegung nicht nur mit der rechten Hand, mit der Zange, sondern die linke Hand unterstützt aktiv. Immer schön nass machen, sogenanntes Katzenpfötchen. Man muss nicht tonnenweise Wasser draufkippen. Nun folgt der sogenannte Westerwälder Aufzug, nennen es manche. Ich drücke unten mir eine Basis, jetzt rutscht der innere Finger hoch und seht ihr, wie der Daumen beide Hände verbindet. Es ändert nichts. Ich lasse quasi meine Hände, wie sie sind und fahre so komplett von unten nach oben einmal durch. Oben kann man den Druck etwas verringern und immer wieder oben etwas den Rand beruhigen. Ton abstechen. Geschwindigkeit etwas verringern. Und Kammschienenzug. Wenn wir von Uhr sprechen, so müsst ihr euch vorstellen, so ist mein Finger innen vielleicht 2 Minuten vorgehend vor der Schiene. Also er ist nicht genau auf der Kante der Schiene, sondern etwas in Drehrichtung dahinter. Was sehr hilft, ist eben oben dieser Rand, dieses Umformen. Es ist wie ein Profileisen, was dem ganzen Gefäß eine Stabilität gibt. Nochmals etwas Geschwindigkeit verringern. Jetzt seht ihr, wie ich hier unten reingestochen habe. Es ist etwas übertrieben, aber so kann man einen Fuß formen. So, und jetzt brauchen wir noch ein wenig. Wie gesagt, das geht alles mit der geraden Kammschiene. Ihr braucht dafür nicht irgendwelche Spezialwerkzeuge. Oben sein Rand stabilisiert, wie gesagt, alles. Wenn es der Form nicht schadet, dann würde ich euch immer oben zu einem Spannring und zu einem Formumschwung raten. Aber um die Form soll es heute gar nicht gehen. Es geht um die Abfolge der Arbeitsschritte
Und wir sind, nachdem wir jetzt abgeschnitten und abgehoben haben, mit diesem Gefäß fertig. Hier noch ein Tipp zum Abheben. Wenn wir den Draht durchgezogen haben, so ist die Stelle, wo der Draht unter dem Gefäß hervorgetreten ist, die Stelle, wo wir zuerst das Gefäß ankippen. Also wir kippen es in dem Fall, hier vorne ist der Draht ausgetreten, wir kippen es von uns weg und dann hoch. Kommen wir zur Vogelperspektive. Wenn der Klumpen richtig schön gerade läuft, dann habt ihr für die linke Hand eine Basis, wo sich die Hand quasi abstützen kann. Und diese Ruhe übertrage ich auf die rechte Hand, die nun genau mittig aufbrechen kann. Als Anfänger weiß man nie, wie dick ist eigentlich der Boden. Dafür kann man anhalten und mit einer Nadel das prüfen. Wenn man es nicht sieht, macht man etwas Schlicker an die Nadel. Und wenn ich jetzt hineinsteche, sehe ich genau, wie viel Boden mir blieb. Mit der Zeit kommt das aber von alleine und man kann es einschätzen. Ich ziehe auf. Das mache ich eigentlich, indem die Finger der rechten Hand fast wie ein Haken sind. Beim Glätten darauf achten, dass man weder zu viel noch zu wenig macht. Man muss sich vorstellen, dass die Tonteile genauso verdichtet werden wie später die Wandung. Wenn es dir gefällt, kannst du sogar ein Schneckenmuster hineinmachen. Musst du jetzt machen, du kommst später nie wieder an diese Stelle. Stellgriff, wie gesagt, unten mit dem Daumen schön verjüngen. Und der Zangengriff. Ich mache quasi mit der rechten Hand kein Peace-Zeichen, sondern es ist schon wirklich wie eine Zange. Es ist schon einiges an Kraft, möchte ich jetzt nicht sagen, aber an Energie notwendig, um den Ton zu packen und hochzuziehen. Also wirklich nicht nur streicheln. So, der Knöchelzug. Ab hier sieht man wirklich herzlich wenig von oben. Aber ihr wisst selber, zum Töpfern, jedes Detail zählt und seht zu, dass ihr aus diesen Bildern einiges für euch entnehmen könnt, was euch in eurem Üben weiterbringt. So, da man es nicht sieht, mache ich jetzt einfach nur mal einen Zylinder, denn die Hand ist wirklich voll in der Sichtachse. Das Abstechen unten
solltet ihr euch immer angewöhnen. Ihr habt somit gleich eine Glasurkante und das Gefäß franzt beim Abschneiden mit dem Draht nicht so aus. Beim Wasser rausmachen achten wir darauf, dass wir unten die schöne Bodenschnecke nicht zerstören. Und fertig. Zum Abschluss nun der Blick aus Richtung 12 Uhr. Und wie immer, aufbrechen. Seht zu, dass sich die Hände, wann immer ihr könnt, berühren. So könnt ihr es immer stabilisieren. Aufziehen mit einem Haken. Das sorgt dafür, dass ihr nicht so viel hoch und runter könnt. Glätten. Schön wie eine Schallplatte. Bahn für Bahn. Stellgriff, verjüngen. Zangengriff, rechte Hand Zange, linke Hand drückt. Seht wirklich zu, dass ihr zumindest einen Zylinder hinbekommt. Idealerweise verjüngt ihr sogar bei diesem Zug das Gefäß. Hierbei als Faustregel kann man durchaus ein Drittel der späteren Höhe erreichen. Und wir ziehen die Wandung hoch. Gegendrücken, Innenfinger, ihr seht schon quasi, wo der Innen ist, über meinem Daumen und ich ziehe es einfach hoch. Lasst oben immer etwas Ton stehen. Wie gesagt, es stabilisiert das ganze Gefäß. Abstechen. Geschwindigkeit verringern und Kammschienenzug. Auch bei solch Kammschienenzug kann man je nach Form noch einiges an Höhe dem Topf zufügen, besonders wenn man leicht baucht. So, was machen wir jetzt? Ich denke, wir machen einen kleinen Schmalztopf. Du kannst durchaus auch von oben nach unten bei der Formgebung Bewegung machen. Es ist nicht vorgeschrieben. Auch wenn dir die Form jetzt nicht so zusagt, dass du einfach mal mit dem Finger von innen nachbesserst, alles kein Problem. Überschüssiges Wasser weg, Kante brechen, Rand glätten. So, und das war's eigentlich. Das ist die Art und Weise, wie ich drehe. Alles ist eigentlich in der Reihenfolge vorgeschrieben. Es kann sein, andere Töpfer haben andere Handgriffe, im Prinzip bleibt es aber gleich. Nehmt euch die Info raus, die ihr wollt, und wir sehen uns zum nächsten Video.